Vloggende Bär ist zurück und meldet sich aus dem Kinderzimmer von meiner Mom. Seht ihr, der größte Fan. Mutti hat überall Pics von mir auf jeden Fall aufgehangen. Herzlich willkommen zu einem Prep-Vlog. Ich dachte mir mal, ich nehme euch ein paar Tage mit. Ich bin jetzt gerade bei meinen Eltern. Auch das ist möglich in der Vorbereitung, bringt einem auf jeden Fall auch immer Ruhe und Gelassenheit und das ist extrem wichtig. Und wir starten rein in den Tag. Ich saß gerade draußen, habe mit meiner Mama ein Käffchen geschlürft und für solche Momente kann man auf jeden Fall dankbar sein im Leben. Ihr wisst nie, wie lange ihr eure Eltern habt, deswegen genießt auch die Zeit, auch wenn es hart ist, auch wenn wir 7 Wochen vor dem Olympia sind und macht das Beste draus. Jetzt aber gehen meine Mutti und ich in den Posingraum, in die Ballettschule und üben meine Posingkür. Ich werde sie euch nicht zeigen, das wird auf jeden Fall ein Highlight für den Olympia. Dann starten wir rein in diesen entspannten Restday heute. Holt euch was zu essen, abonniert den Kanal, liked das Video. Wir gehen rein. Viel Spaß. Das ein oder andere Autogramm vergeben und hier die Posing-Crew am Morgen. Pauli, Mutti, wie sieht's aus? Der lehrreiche Stuhl da hinten. Immer was auszusetzen. So muss sein. Aber mit den 2 Experten hier macht es auf jeden Fall Spaß. Posing-Routine wird ganz geil. Geht ihr hier ab und genug gesehen. Holt euch den Olympia-Livestream oder seid vor Ort und dann gibt es da ein geiles Brett zu sehen. Ich sag nur, mein Herzbrett. Posing-Training fertig. So sieht's aus. Und ich spaziere jetzt noch nach Hause. Mutti fährt heim, meine Brüder kommen auch noch zu Besuch. Und ja, so sind wir auf jeden Fall reingestartet heute. Ich freue mich, das Posing auf jeden Fall euch da draußen zu präsentieren. Ihr wisst, ich gebe mir da mal extra Mühe. Ist einfach was in den Köpfen bleibt und ja, was ich extrem feiere und gerne mache. Und ja, das so unsere gemeinsame Sache ist von meiner Mom und mir. In diesem Sinne, ab nach Hause. Ich habe Bock auf meinen Kuchen, den ich mir heute Morgen gemacht habe. Den seht ihr gleich. Jetzt gibt es hier gerade noch einen Podcast auf die Ohren und wisst ihr einfach, was das Geilste ist, wenn man zu Besuch ist bei den Eltern. Ich komme ja vom Dorf und wie ihr um mich herum seht, ist einfach überall Natur und das ist schon herrlich. Der Rentner am Start auf jeden Fall. Aber ich feiere es extrem. Habe beschlossen, jetzt nach Hause zu spazieren, so eine halbe Stunde oder so. Und das lasse ich mir auf jeden Fall nicht nehmen, wenn ich hier von Land, Luft und Kühen umgeben bin. Aber ja, ist einfach auch richtig geil, so in den Tag zu starten mit einem Walk. Ich sag's euch, habe ich früher nie gemacht, aber habe ich dann echt schätzen und lieben gelernt. Währenddessen, genau, höre ich mir meistens Podcast an oder so. Und ja, denke einfach ein bisschen nach, beziehungsweise lass mich von der Sonne, wie in dem Fall jetzt, bestrahlen und das natürliche Vitamin D tanken. Und die Zeit auf jeden Fall auch kurz genutzt, in der Kirche vorbeizuschauen und für meine Geliebten und Verstorbenen auch ein Licht anzuzünden, ein Gebet für die zu sprechen und ja, auch hier die Kirche im Hintergrund, wo ich getauft wurde, wo ich meine Kommunion hatte und ja, wenn man schon zu Hause ist, ja, schaue ich da auf jeden Fall gern vorbei und starte so in den Tag. Jetzt geht es aber wirklich ab nach Hause, dann wird erstmal der Speicher wieder voll gemacht, so sieht's aus. Ein bisschen verspätet, aber besser spät als nie. Gibt jetzt Frühstück, ihr habt es gesehen. Ich habe mir heute meinen Kuchen gebacken aus meinen klassischen Monster Mash Zutaten. Vorher gab es natürlich Daily ein System. Bei Mutti ist auch alles am Start. Witzigerweise hier noch einen Arnold Shaker gefunden. Über den Kuchen kommt jetzt so ein bisschen von dem Butter Cookie Flavor. Und genau, meine Supplements hat die Ehrenfrau natürlich schon eingepackt. Die gibt es dann auch dazu. Omegas, Athlete Stack, Verdauungsenzyme, ganz wichtig. Und ja, dann lasse ich mir das Ganze mal schmecken und starte ganz gediegen in diesen Rest Day. Was auf jeden Fall nicht fehlen darf am Rest Day und ein Grund, warum ich eigentlich auch in den Süden geflogen bin, ist der Boy hier. Marius ist einer der krassesten Therapeuten, Osteopathen, kann man so sagen.
ja, den ich kennenlernen durfte, und der begleitet mich eigentlich schon, Alter, seit ich so ein Pisser bin. Seit du 15 bist, ja. 14, 15. Durch meine ganze Karriere, und deswegen freue ich mich umso mehr darauf, dass der trotz vollgebuchten Kalender jetzt die Zeit hat für eine wüste Behandlung. Eine Ewigkeit später. 2,5 Stunden später ist der Mann fertig, krank. Der Mann nimmt sich 2,5 Stunden Zeit, das heißt, ja, da wisst ihr. Aber nur für dich? Ja. Mach mal keine Sorgen. Also, denkt jetzt nicht, wenn ihr kommt, kriegt ihr. Das musste ich mir über Jahre erarbeiten, 10 Jahre. Ja, aber ich habe ihm auch schon gesagt, dass die Cam jetzt aus war. Davon werde ich noch die nächsten Wochen zehren, weil man muss, glaube ich, sagen, so eine osteopathische Behandlung unterscheidet sich dann doch von so einer klassischen Physio oder Massage so. Was der eine oder andere denkt, sowas ist sicherlich gut, um Muskeln, Verspannungen, Verklebungen zu lösen, aber osteopathisch ist nochmal ein ganz anderes Level, es geht viel tiefer. Der Körper wird als ganzheitliches, also nicht nur Körper, sogar auch Kopf, Körper, Geist, als ganzheitliches betrachtet und richtig, ja. Und dadurch hebt es dann auch länger, weil man alles behandelt, ja. Letztendlich über den Fuß bis hoch zum Schädel bei dir. Ja, das hilft geisteskrank. Ja. Also nach der letzten Behandlung hatte ich dann auch erst 2 Monate kaum mehr Knieschmerzen. Die waren in letzter Zeit auch wirklich wieder präsent. Hat der ein oder andere ja mitgenommen aus den Videos vorher. Und ja, jetzt war ich morgen auf und bin der reale Super Saiyan. So sieht's aus hier. Ey, checkt mal alles mal ab. Insta können wir hier verlinken. Strömt dabei und lasst euch behandeln. Peace. Ciao. Da ist der Bär wieder. Und so sieht's aus. Letzter Programmpunkt für heute steht an. Und zwar wäre ein Restday nicht ein Restday, wenn ich nicht in die gute alte Banya gehen würde, aka die Sauna. Und zwar bin ich hier gerade in meinem allerersten Gym, wo ich angefangen habe zu trainieren. Gibt es da noch ein Video zusammen mit meinem Bruder auf dem Channel. Können wir abchecken. Hier ist der Ruhebereich und ja, wir haben es kurz vor 9. Jetzt wird sich auf jeden Fall noch eine entspannte Runde Sauna gegönnt. Noch einen Aufguss reingeheizt und körperlich und mental nochmal komplett runtergefahren. Ich muss sagen, nach der Therapie bin ich auf jeden Fall schon in einem ziemlich entspannten Zustand, aber den toppen wir jetzt nochmal, schließen ab mit echt einer chilligen Runde in der Sauna. Ja, so handhabe ich meine Restdays tatsächlich schon die letzten Jahre. Die sind wirklich sehr, sehr wichtig für mich geworden. Sollten sie für euch da draußen auch. Denn nur in der Regeneration wächst man, verbessert man sich. Und das ist auf jeden Fall ein dicker Punkt, den ich jahrelang falsch gemacht habe. Nicht auf meinen Körper zu hören, sondern den immer weiter zu schänden sozusagen. Und das ist auch wichtig, versteht mich da nicht falsch. Aber Restday ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, wie Tage zu nehmen und zu gestalten, um das Beste rauszuholen für eure Regeneration, dass ihr wieder fit seid für die nächsten Einheiten, die bevorstehen. Gerade in der Wettkampfvorbereitung oder in der Diät. Unheimlich wichtig. In diesem Sinne, ab in die Hitze. Ich sag's euch, Wärme und ich sind auf jeden Fall ziemlich gute Freunde. In diesem Sinne, haut rein. Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens morgen wieder, denn da heißt es wieder Trainingstag und Attacke. Und somit guten Morgen, ihr Bären, zu einem neuen Tag in der Hood. Gerade hier ins gute alte Five spaziert, um jetzt den Sonderzuschlag zu machen, denn mein Bruder ist umgezogen. Sprich, bei meiner Mutti gibt es kein Bike mehr, auf das ich drauf kann. Deswegen stehen wir hier vor den Heilinghallen, dem ersten Gym, wo ich angefangen habe zu trainieren. Meinen Kaffee habe ich getrunken, beruhigt habe ich mich nicht. Es läuft alles nach Plan, ich bin happy. Ich habe Stefan heute Morgen auch einen Formcheck geschickt. Der ja, sagt auch, es läuft in die richtige Richtung. Und dementsprechend pusht es einen auf jeden Fall, gibt einem nochmal Motivation. Und ja, man, es werden 31 Minuten erledigt. Dann wird ein bisschen Abs gemacht und dann spaziere ich wieder zurück. Und ich sag's euch, einen großen Vorteil auf dem Land hat das Ganze gegenüber der Stadt, denn ohne bewusst Schritte zu machen, kommst du abends nach Hause, guckst auf den Tacho und hast so 10.000, 15.000 Schritte. Also richtig crazy. Im Vergleich zu Berlin muss ich da immer abends noch raus und so, und hier werden die Schritte wie von automatisch gemacht.
Aber genug geschnackt. Jawohl, die Tür hier ist zu. Dann muss ich einmal rumgehen und dann geht's los. Hier der Biergarten auf jeden Fall am Start. Und sich vielleicht nach dem Cardio das Hefeweizen gezogen. Nee, Spaß beiseite. Aber die Biokultur hier im Schwabenland ist auf jeden Fall am Start. Ist immer auf jeden Fall Nostalgie pur, wenn ich hier rein marschiere. Hier haben wir die heutige Auswahl. Ich entscheide mich nicht für Sitzfahrrad, das ist für faule Säcke, sondern fürs klassische Bike. Genau, 35 Minuten sind durch. Wurde ein bisschen längerer Sonderzuschlag, denn die Ehrenfrau wurde natürlich noch angerufen. Und die unterbricht man bekanntlich nicht. Ich habe jetzt hier aber 15 Minuten auf dem klassischen Drahtesel gemacht. Da ist die Herzfrequenz dann nicht ganz so hoch gegangen. Und bin dann hier auf dieses halb Stairmaster, halb Crosstrainer-Ding. Und habe hier noch 20 Minuten gemacht. Gut durchgeschwitzt. Jetzt mache ich noch 3 Sätzchen Bauch. Und dann ab nach Hause. Irgendwann später. Herrliches Wetter am Start und wir sind zurück. Es geht ins Training. Ja, es wird auch unterwegs on the road gepumpt. Mein Homeboy Luca am Start, a.k.a. der Trainingspartner von heute. Und dumm wie ich bin, habe ich natürlich in Berlin den Pre-Workout vergessen. Natürlich werden auch alle Homeboys mit Subs unterstützt. Code Polacco. Ja. Habt ihr gehört? Und ich würde sagen, wir zünden rein. Scoop mir hier mal 2 dicke Scoops in den Schädel. 2 Scoops. Sorgen heute auf jeden Fall für den maximalen Rückenpump. Leeren wir uns rein und dann geht's ab ins Studio. Ich habe maximal Bock heute auf jeden Fall auseinanderzunehmen. So, jetzt sind wir am Start hier. Booster getrunken. Fange ich an hier. Mal viel Übung Rücken, Lat-Pulldown, eine Rudervariante, das breites Rudern und High Rows. Machen wir hintere Schulter und Bizeps zum Schluss. Gibt ein paar Einblicke, aber ich versuche auch immer, wenn ich mit Freunden trainiere, die Session zu genießen und ja, sich zu pushen, Spaß zu haben. Und ja Mann, dann läuft der Hase. Das by the way, wir haben hier eine kleine geschichtliche Reise. Heute Morgen war ich im Five. Cardio gemacht. Das war das erste Gym, wo ich angefangen habe. Und danach habe ich hier in dem hier trainiert. Das sah früher noch ein bisschen anders aus. Luca weiß noch nicht so richtig, wie man vloggt. Das erste Mal hier. Ich Kameraführung, aber kriegt auf jeden Fall Props hier für die Arbeit. So, Kollege. Du bist dran. Mittendrin steht nur dabei. Ich sag's euch, viel braucht man nicht für ein geiles Rückentraining. Wir haben jetzt hier Lat-Pulldown gemacht. Und jetzt sind wir eigentlich schon seit, keine Ahnung, fast einer Stunde an der Maschine hier, weil wir erst eng gemacht haben und jetzt abgespreizt nochmal hier breit oben rein. Kann ein bisschen mehr abspreizen hier immer. Ja, hier ein Trapez. Sehr gut. Ja, die geht hier schön rein. Und mehr braucht man nicht, Freunde. Wisst ihr Bescheid? Und so kann ein gutes Rückentraining funktionieren. Hauptsache die Intensität stimmt. Hör auf, Junge. Ja, Mann. Und wieder zu Hause vom Training am legendären Wadenberg hier, Kaliczynski-Wadenberg. So sieht's aus. War eine richtig, richtig gute Session, hat extrem Spaß gemacht, obwohl ja, die Diät auf jeden Fall allmählich schlaucht. Haben wir gut durchgebolzt und jetzt heißt's Dusche gönnen, Reispudding gönnen. Und dann geht es noch ein bisschen ab in die City, sich mit ein paar Freunden treffen. Morgen fliege ich dann auch schon wieder vormittags zurück nach Berlin. Und ja, hatte hier dann 2 echt angenehme Tage mit der Familie. Hab's echt genossen. Und da seht ihr, Mann, die Sache ein bisschen entspannter ranzugehen, heißt nicht, dass ihr schlechter werdet. Im Gegenteil, es bringt euch sogar voran. Und damit herzlich willkommen wieder zurück in Berlin. Ich habe meine Herzensdame wieder und ja, ihr habt hoffentlich Spaß gehabt mit dem Vlog, ein kleiner Vlog unterwegs in der Vorbereitung und
die Reise hat noch kein Ende, denn bald geht's für Alice und mich auf eine weitere Reise. Aber wo das Ziel diesmal ist, werdet ihr in einem der nächsten Videos sehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Gönnt euch was zu essen, abonniert den Kanal, macht ordentlich Gains und lasst Liebe da. Euer Bär. Adios.